Hallo, heute geht es um YouTube-Intro erstellen lassen. Das sind diese kurzen Intro-Videos, die immer kommen, bevor es in einem Video so richtig zur Sache geht. Meistens nachdem jemand gesagt hat, um was es in dem jeweiligen Video dann gerade geht. So wie ich jetzt gerade. Ich rede jetzt nicht von Musikvideos, Let's Play oder irgendwelche Prank-Videos, sondern ich rede von Tutorials, von Business-Filmen, von alles, wo Talking Heads, also Mensch vor der Kamera erzählt was, und da braucht man halt ein Intro für. Und diese Intros sollen für mich zwei Dinge erfüllen, die gegensätzlich sind, aber beide erfüllt werden müssen. Punkt 1 ist, die müssen maximale Aufmerksamkeit und Wiedererkennungswert bei neuen Zuschauern erreichen. Das heißt, hat jemand das Video noch nicht gesehen, dann kommt gleich am Anfang, nachdem er weiß, um was es geht, eben kurz dieser Trenner, also dieses Intro, bevor es dann ins Thema reingeht. Und dann soll das dafür da sein, um über dieses Thema hinaus Neugier zu wecken. Das heißt, dass jemand, der sich gerade für das Thema interessiert, sich dann hinterher noch erinnert und denkt, oh ja, der hat ja vielleicht auch noch, oder vielleicht kann er auch darüber, vielleicht kennt er das auch, dass als Experte, als Spezialist wahrgenommen wirst, wenn du zum Beispiel Trainer, Coach oder Berater bist, dass du als guter Anbieter, als Profi im Dienstleistungssektor wahrgenommen wirst. All solche Geschichten, und zwar über das Thema hinaus. Die meisten Firmen versuchen nämlich zum Beispiel in den Videos alles anzusprechen, was sie können, was sie tun. Die versuchen das Video mal ganz universell zu handhaben. Und dann wird das Video eigentlich schlechter. Besser wäre es, sich konkret um ein Thema zu kümmern und das wirklich ganz exzessiv nur über dieses Thema zu reden. Und dann wird das Intro ganz, ganz wichtig, weil nämlich dieses Intro dann quasi so übergeordnet alles bietet, was das Unternehmen zu bieten hat oder was derjenige zu bieten hat, der es macht. So, und jetzt kannst du dir schon vorstellen, das andere ist nämlich wenn du ja laufend Zuschauer hast, hoffentlich eine Menge, und die Video einmal im Monat, einmal die Woche, dreimal die Woche, manche machen es täglich, haust du ein Video raus, und dann muss das Intro natürlich auch so sein, dass es keinen nervt. Das heißt, hast du echte Fans, die sich jeden Tag, zumindest einmal die Woche oder wenigstens einmal im Monat immer wieder eure Videos ansehen, dann kannst du dir vorstellen, du willst nicht jeden Tag wieder ein ellenlanges Intro. Das muss also ganz kurz sein. Also lang wäre jetzt zum Beispiel alles, was über 30 Sekunden hinausgeht, wäre wirklich zu lang. Geht nicht. Aber auch 10 Sekunden können lang sein, wenn du eine einzige Einstellung hast, weil die ist dann langweilig. Ja? Das heißt, du hast nur eine Szene oder 2 Szenen von 6 Sekunden, 2 mal 6 Sekunden sind langweilig. Hast du 4 mal 3 Sekunden, wird das schon knackiger. Hast du 6 mal 2 Sekunden, bam, 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 dann rappelt da richtig was im Karton. Das heißt, du kannst über die Anzahl der Schnitte ein bisschen steuern, wie lang das sein darf und wie interessant das sein darf. Du musst dafür Sorge tragen, dass auf der einen Seite neue Interessenten, die das Video zum ersten Mal ein Video von dir sehen, weil sie am Thema interessiert sind, dass die irgendwie so einen ganz kurzen Einblick kriegen, was du noch alles machst, was euer Unternehmen noch alles macht, was da noch alles drinsteckt. Weil so ist es ideal. Ich habe laufend ganz spezielle Videos zu einem Thema, was nur ein Thema, wie hier jetzt Video-Intros. Es geht nur um Video-Intros. Es geht nicht um Trailer, es geht nicht um Imagefilme, es geht nur um Intros. Ich habe hier unter dem Video einen Link zu der Checklist für YouTube-Intros oder Video-Intros in Social Media. Ein Thema. Und zu dem einen Thema sagst du dann was, und da gibt es dann halt eben dieses kurze Intro, was dann wirklich auch zeigen soll, was du alles kannst, was ihr alles macht oder um was es sonst in deinen Videos so geht. Und jetzt möchte ich jetzt mal ein bisschen aufdröseln, wie du das angehen kannst. Also Punkt 1 ist heutzutage immer, überleg dir, wo du das hinterher einsetzen wirst. Ein Intro in einem Video. Ich habe ein bestes Beispiel. Steuerberater von mir, also wirklich, wir verstehen uns bombig, weil ist einer der besten E-Commerce-Steuerberater überhaupt. Ja, ich habe ihn mal vor zig Jahren, habe ich mal eine Webseite gemacht, habe ihn mal beraten. Jetzt habe ich lange nichts mehr gemacht, weil der alleine durch die Decke geht. Der ist wirklich so gut, einer der Top-E-Commerce-Steuerberater. Und
Der kam dann an und sagte, du, ich brauche mal irgendwie so ein Intro. Ich habe dann meinen Plan gehabt. Er vertraut mir und er kennt mich auch. Er weiß, wie ich arbeite. Wir haben nicht mal besprochen, was ich aufnehmen werde, sondern ich habe Aufnahmen gemacht. Ich bin hin, die hatten Tag der offenen Tür, habe die Aufnahmen gemacht, habe die Musik rausgesucht, weil ich auch weiß, er steht auf Ärzte, wusste ich, okay, von der Musik her geht die Richtung. Das ist für meine Arbeit extrem wichtig. Und wenn du schnelle Intros machst, die zack, 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 im Intro hat eine Sprache aus meiner Sicht nichts verloren. Guck dir TV-Intros an. Sprache hat da nichts zu suchen. Musik muss da rein und dann muss Musik und Schnitte, Bilder müssen einfach matchen. Das muss einfach einen kurzen, knackigen Eindruck geben, den man sich auch gerne, wenn es 10, 15 Sekunden sind, einmal am Tag anguckt. Man darf Stammkunden, also Fans und Abonnenten, die darf man nicht vergraulen. Und deswegen muss das halt auch so knackig sein und so easy sein, dass man sich gerne immer wieder anguckt. Auf der anderen Seite muss es aber auch gerade so verständlich sein, dass Neukunden was rausnehmen. Allerdings, und da gibt es wieder zu bedenken, wie sieht die Zielgruppe aus, weil wenn die Zielgruppe schon ein bisschen älter ist, und damit meine ich jetzt 40, 50, vielleicht sogar 60 plus, dann sind nicht alle in der Lage, sehr schnelle Szenenwechsel zu verarbeiten. Und wenn das dann zu krass ist, ich sage jetzt mal 1 Sekunde, ja, dann kann es sein, dass du bei manchen da oben Flackern auslöst. Würde ich also nicht unbedingt machen, aber so ab 2 Sekunden sollte eigentlich jeder verarbeiten können. Die haben zwar den Eindruck, sie haben nichts mitgekriegt, sie haben nichts kapiert, stimmt aber nicht. Weil das ist das Gute bei schnellen Schnitten und bei schnellen Intros. Du nimmst jedes Mal, wenn du das Video siehst, nimmst du ein Stückchen andere wahr. So, das heißt, im Laufe der Videos, die du siehst, je mehr Videos du siehst, umso besser manifestiert sich der ganze Trailer erst im Kopf. Wenn jemand 10, 20, 30 Videos von euch gesehen hat, dann fängt er erst an, in seinem Kopf dieses Video-Intro als Ganzes zusammenzusetzen. Ja, dann kriegt er erst alle Puzzleteilchen so richtig mit und hat die erst verinnerlicht. Und das soll eigentlich so sein. Das ist weder langweilig, aber es ist nachhaltig und es ist auch so das Neue, das interessant finden. Also bitte kommt nicht mit langweiligen Sachen um die Ecke und überlegt euch, was ihr machen könnt. Sicherlich, und jetzt komme ich zu dem Punkt, den ich ganz anfangs gesagt habe, YouTube-Intro erstellen lassen oder selber machen. Wenn du Filmer Qualitäten hast, wenn du Filmemacher Know-how hast, wenn du als Videograf schon mal ein bisschen was gemacht hast, dann kannst du daran wachsen. Nimm dir das zur Aufgabe, ich mache ein tolles Video-Intro. Ja, geht. Wenn du eher der bist, der nur die Kamera hinstellt, dann vor der Kamera redet und ansonsten mit Beleuchtung und Ton oder diesen ganzen Technik so ein bisschen auf Kriegsfuß steht, dann hol dir Firmen wie meiner einer, die dir solche Intros machen. Ist ein gut gemeinter Rat. Es geht nicht darum, sicher, wer will, möchte, kann sich gerne bei mir melden. Mache ich. Ich mache jedes Intro, was ihr haben wollt. Einzige Voraussetzung, muss ich gleich sagen, da meine Intros ja immer auf der Musik basieren, mache ich keine Intros für Schlagerfans. Atemlos, gute Nacht, seht, was Schlager aus euch macht. Würdelos, Disco Fox, ohne Hose auf der Box. Eierlos. Nett. Tut mir leid, Leute, sorry, da müsst ihr zu anderen gehen, weil ich höre mir das nicht an. Ich mache, wenn ich die Intros mache, ich bin im Flow. Ich habe die Mucke am Laufen, ich bin drauf und ich schneide zack, 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 bis es mich selber total fesselt. Und ganz ehrlich, ich will nicht schneiden, bis ich selber den Brechreiz kriege, bis ich mich übergeben muss. Also bitte geht mit Schlager woanders hin. So, ansonsten, ja, überlegt euch halt einfach, wer euch das machen kann, weil ein Intro kommt ja immer wieder. Und wie gesagt, diese normalen Videos sind ja themenorientiert. Das akzeptiert mittlerweile jeder, dass da mal der Ton nicht stimmt, dass da mal das Bild nicht richtig ist. Stecken die Leute weg. Überhaupt keine Frage. Braucht ihr auch gar nicht, auch nach wie vor. Bitte, macht nicht lauter Imagefilme, macht nicht lauter High-Class-Produktionen, sondern gebt wertvolle Inhalte raus. Ganz, ganz wichtig. Und das regelmäßig und öfters. Aber zeigt halt mal Highlights. Macht mal. Ihr könnt ja zwischendurch mal ein anderes Video machen. Ihr könnt mal ein Video machen, wo ihr dann vorgestellt werdet, wo wirklich euch ein Kameramann mal aufnimmt mit Ton und allem und mal zeigt, wie ihr wirklich arbeitet. Ist auch geschmeidig. Und da hört es dann auch wieder auf mit dem selber machen.
Es sei denn, ihr habt eine eigene Videoabteilung oder ihr seid sogar eigene Videografen. Dann kriegt ihr das auch hin. Dann könnt ihr selber so ein Video-Intro machen. Nur eben, wie gesagt, die Checkliste holen, mal gucken, ob alles drin berücksichtigt ist. Dann sollte das gehen. YouTube-Intros zu machen interessiert ja nur auch Business-Leute. Und da gerade viele anfangen mit YouTube, fragen sie sich dann, was kostet denn so ein YouTube-Kanal? Ganz ehrlich, die Frage wird beantwortet. Schau dir das Video an, dann sehen wir uns gleich auf der anderen Seite. Bis gleich.